hier ist er wieder, euer Sibi mit einem nächsten Update. Ihr wisst, beim letzten Video habe ich ja gezeigt, dass ich die Elektrik und alles fertig gemacht habe. Die Weichen sind alle fertig angeschlossen, funktioniert auch alles. Habe Probefahrten gemacht, in den Schattenbahnhof, aus dem Schattenbahnhof. Habe 3, 4 Züge fahren lassen, so wie ich mir dann eigentlich vorstelle. Bei mir werden nicht also irgendwie so 7, 8, 9, 10, 11, 12 Züge fahren, was von den Längen technisch möglich wäre, aber so 3, 4, vielleicht 5 Züge, die sollen so fahren in einem ständigen Betrieb, sich abwechseln, und ich denke, das kriegen wir hier hin. Ich zeige euch jetzt nicht allzu viel, ich bin jetzt dran, ihr könnt euch ja wahrscheinlich daran erinnern, ach, was rede ich, machen wir erstmal Intro, bis gleich. Ja, ihr erinnert euch ja sicherlich daran, beim letzten Video, wie gesagt, habe ich die Elektrik, die Weichen gemacht. Es läuft alles, es läuft auch eigentlich recht gut, alle Weichen schalten. Ich hatte an einer Weiche das Problem, das ist ein Phänomen für sich, und zwar auf dem Bahnhof, der ganz links auf der Ecke ist. Diese eingleisige Strecke, die hier rumgeht, hin am Fenster lang auf dieses Nebengleis im Prinzip, was es ist. Da hatte ich das Phänomen, dass wenn ich die Weiche geradeaus hatte, dann war beide Gleise mit Strom. Wenn ich das Ding links abgezwackt habe, die Weiche, hatte die linke Seite keinen Strom und der Zug fuhr nicht raus. Habe ich wieder gerade gestellt, hatten beide Schienen Strom. Jetzt kommt mit Polarisierung und Gedöns jedes Stück Schiene vor der Weiche und die beiden nach der Weiche haben einen eigenen Anschluss. Ja, ich zeige euch da gleich gerne nochmal. Wenn ich die eine Weiche links schalte, ist die linke Seite ohne Strom. Wenn ich die rechts schalte, also gerade schalte, dann haben beide Seiten Strom. Na, wollt ihr die Lösung wissen? Das liegt an den Schaltern, an den Stellmodulen von diesen Fleischmann-Weichen. Wenn man die ein ganz klein bisschen hochkantet, alles gut. Es liegt nicht an der Weiche, liegt nicht an der Stromversorgung, liegt tatsächlich an diesen Schaltern von diesen verdammten Weichen. Bis ich da mal drauf gekommen bin, dann hat auch eine ganze Zeit lang gedauert. Also wenn einer von euch 2 Stichgleise hat, oder auch, ich habe das auch hier bei einer anderen Weiche gehabt, hier vorne, genau, gleich am Bahnhof, Einfahrweiche Bahnhof. Wenn ich den ja links schalte zum Abzweigen, kein Strom, nach rechts hatte alles wieder Strom. Sehr kurios. Aber ihr wisst Bescheid, ich zeige euch das jetzt mal kurz und dann ja, würde ich sagen, machen wir weiter. Was mache ich? Ja, nicht allzu wild. Ich möchte jetzt die Schienenstöße werde ich noch verlöten. Da habe ich noch nicht alle geschafft. Ich werde vorbereiten zum Schottern. Ich werde die ganzen Klebedinger, da werde ich euch gleich noch kurz zeigen. Ich habe ja einseitig geschlitzt und diese Schlitze habe ich ja mit dem Kleber zugemacht. Und da sind natürlich auch mal ein paar Sachen oben auf die Schiene drauf oder von innen durchgelaufen. Und das muss ich jetzt wegmachen, weil man hört schon, wenn die Schiene über die Schiene läuft. Wenn der Wagen oder die Lok über die Schiene läuft und da ist oben ein bisschen Kleber drauf, der geht dann wieder hopp, hopp, hopp. Ne? Ich meine, das hört sich gut an, so klack, 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 wie im wahren Leben. Aber wenn die Lok dann springt, ist das ein bisschen doof. Und da muss ich halt einfach noch ein bisschen was sauber machen und das werde ich auch jetzt im Laufe der Zeit machen. Ich zeige euch das nachher noch kurz. Oder erkläre ich euch das kurz und dann will ich natürlich anfangen zu schottern. Ja, dann kommt ja nur langsam aber sicher auch Geländebau. Da werde ich in diesem oder im nächsten Video mal zeigen, wie ich mir dazu vorstelle. Was wohin kommen soll, eine kurze Stellprobe. Ich werde also jetzt nicht 1:1 genau so bauen, wie ich dann dahin stelle, sondern einfach nur mal um ein Gefühl zu kriegen, wie könnte das aussehen. Mit ein bisschen Berge, mit ein bisschen Geländebau und von daher kriegen wir da schon irgendwas gebastelt. So, jetzt geht los. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video oder bei dem Update. Es wird nicht sehr wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, aber muss es ja auch nicht. Alles klar, meine Lieben, viel Spaß. Ich habe jetzt auch ein bisschen aufgeräumt, habe ja länger mal nichts getan und habe jetzt auch mal unten drunter ein bisschen Ordnung geschafft. Also das ist jetzt die Kiste, wo die ganzen Sachen für die Tag-Nachbeleuchtung drin sind. Kann ich euch mal kurz zeigen. Das ist ein Geheimnis. Da sind die ganzen Kabel drin, die ganzen Dinger von Lockstore digital. Kabel habe ich mir schon bestellt, Verteilerdosen, die Aluleisten für an die Decke, die liegen da
auf dem schwarzen, das sind Aluleisten, die kommen also dann an die Decke und da kommen die LED-Stripes drauf, damit die auch ein bisschen was gekühlt werden. Und ja, dann habe ich da unten immer noch meine, so ist vielleicht besser, so, meine ganzen Loks, meine ganzen Wagen, alles das, was ich an Rollmaterial habe, habe ich da liegen. Ja, wie gesagt, unten drunter ist alles verkabelt. Ihr seht, ein paar Steckerchen hängen darunter. Das sind also die von den Weichen und mal mehr, mal weniger. Da muss ich also noch mal ran. Das seht ihr selber. Da muss ich noch mal was draufhängen. Ja, und jetzt kommen wir hier. Momentchen. So, dann habe ich hier unten drunter jetzt auch mal alles sauber gemacht. Ups, so kann man das besser sehen. So, hier ist dann auch alles schön verkabelt, alles sauber, alles zu, alles dicht. Ja, kann im Prinzip losgehen, würde ich mal sagen. Ne? So. Aha, der Herr Doktor ist auch da. Ja, was denn? Mein kleiner Mann. Der passt natürlich immer schön auf, dass ich da doch alles vernünftig mache. Hier ist nach einem großen Erdbeben das Ding zerbröselt. Da muss man auch noch was einfallen lassen. Aber das kriegen wir auch hin. So. Also, was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich mache das mal jetzt so. Vielleicht kann man das sehen, der ist zu hell. Diese Dinger hier, diese Kleber, die werden weggemacht und dann schön sauber gemacht, damit der Wagen vernünftig drüber läuft. Ihr seht, hören tut man nichts. Und das ist auch schön. Jo, dann würde ich sagen, viel Spaß. Also ihr seht jetzt hier den Schnitt, der hier auf dem Bild schon viel größer ist. Meine Fresse. Und ihr seht hier die Pfeile. Da bleibe ich hier immer an dem Batzen hängen. Das heißt also, auch von der anderen Seite, ja, ihr hört es oder ihr seht es auch, da bleibe ich hängen. So, und das feile ich jetzt bei jedem geklebten ein bisschen vorsichtig weg. Ich habe mir so eine feine Schlüsselfeile besorgt. Ne? So. So. Vorsichtig weg. Dann gehe ich hier oben nochmal am Kranz vorbei, damit da nichts hüpft. Und dann kann ich hier wunderbar, ihr seht, hier ganz langsam vorbeigehe. So, jetzt sieht man natürlich hier oben noch so eine ganz kleine Kerbe. Die sieht jetzt auf dem Bild elends groß aus, aber die ist wirklich, wenn ich so mal die Pfeile drauflege, kaum noch zu sehen. Und dann hört es sich halt einfach immer, wenn die Züge über so ein Gleisstück rollen, und das finde ich einfach schön. Und zum Schluss nehme ich nochmal 1200er Schnürbe, gehe da so drüber, dann habe ich wieder eine perfekte Oberfläche und mit dem Nagel merkt man überhaupt nicht, dass da irgendwas ist. So sieht es aus. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Das wird jetzt noch abgesaugt und natürlich sieht man das nachher nochmal weniger, wenn nachher geschottert ist. Jetzt kommen wir zum nächsten. Jetzt seht ihr hier die freien Stellen, ne, durch die Schnitte. Das sieht natürlich doof aus. Die kleinen gehen noch, aber hier die großen, die möchte ich mir natürlich ja, nochmal schön machen. Dazu habe ich mir ein Glas mit den zurückgeschnittenen Dingern. Die nehme ich jetzt hier und da gucke ich, was kann da passen. So, da kann man da jetzt mal gucken. Hier würde zum Beispiel ein Vierer passen. So, was mache ich mit dem Vierer? Die habe ich jetzt hier so. Um das mal kurz zu erläutern, wie ich das mache. Ihr habt hier so ein großes Stück und oben auf diesen Schienen sind ja hier diese Nasen. Ja, die sind ja hier oben links und rechts, wo die Schiene reingeschoben wird. Und die müsst ihr natürlich wegmachen, damit ihr das schön einschieben könnt. Ja, ich gehe dann mit dem Skalpell hin und schnibbel die, dann immer so schön weg. Am sinnvollsten ist das immer von sich weg zu machen. Ja, und auf der anderen Seite kommen dann beide weg. Na, ich mache das mal so, wie ich das immer mache, da geht es am einfachsten.
Ja, ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen. Also hier, die sind weg und da nur die eine Reihe und hier die zwei Reihen, beide Reihen quasi. Okay. So, also der ist wirklich gut, der Sekundenkleber. Den gibt es ja in 3 Viskositäten. Niedrig, mittel und hochviskos, also dünn, mittel und dickflüssig. Ich habe jetzt hier mal den dünnflüssigen gewählt, weil das ist echt eine geile Suppe. Und ihr seht, ich habe das Stück jetzt mal fertig hier. Das sieht schon besser aus. Da können wir jetzt auf jeden Fall mal durchschottern. Und dann macht das doch schon mal einen schmalen Fuß. Ja, also, das habt ihr jetzt auch schon mal gesehen. Läuft quasi. Ja, Freunde von CB Like Strains. Jetzt ist es ja so, ihr seht, ich habe jetzt hier schon mal geschottert. Das kennt ihr ja von mir. Das ist das erste Stück, was ich schon mal geschottert hatte. Die Kurve an der Türe direkt. Das ist jetzt leicht rötlicher Schotter. Mir gefällt das so am allerbesten. Und so werde ich jetzt mal des Weiteren schottern, 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 schottern. Ich werde jetzt noch die restlichen Lücken füllen und dann ja, geht es an Schottern. Aber das möchte ich euch jetzt hier nicht unbedingt zeigen, weil das ist jetzt, ja, wie ich schottere, wisst ihr. Ich habe meine Schotterhilfen und damit bringe ich den Schotter auf die Schiene, klebe das mit Tiefengrund. Den habe ich hier von MEM, den super Tiefengrund, den nutze ich weiter. Und der lässt sich wieder am besten lösen, ja, falls ich mal meine dritte Bahn bauen möchte. Ja, ihr habt richtig gehört. Nein, natürlich nicht. Leute, bleibt ruhig, keine Herzinfarktattacken und wieder keine bösen Tweets von irgendwelchen Leuten. Nein, es wird keine dritte Eisenbahn geben. Ruhig bleiben. Aber sagt niemals nie, ne? Da sind wir schon wieder fertig mit dem ganzen Gedöns. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie ich meine Schienenwulste da sauber gemacht habe. Also nach dem Verlegen ist ja immer so, man lässt ja jede Menge Züge fahren und dann hört man halt einfach genau an diesen Klebestellen, wie die da drüber fliegen. Und das wollte ich jetzt erstmal wegmachen, bevor ich schotter. Dann habe ich euch kurz gezeigt, dass ich hier auch die Schwellern natürlich noch reinsetze. Schienenstöße habe ich, ich sag mal, zu 70% gelötet. Aber ich denke einfach, da brauche ich euch nicht zu zeigen. Jeder weiß, wie man lötet und jeder weiß, wie man die Schienenstöße lötet. An den Weichen habe ich das nicht verlötet. Da habe ich tatsächlich offen gelassen, vorne und nach den Weichen. Hat einfach den Hintergrund, dass wenn ich meine Weiche austauschen muss, brauche ich nur die Schienenverbinder nach hinten zu schieben. Also so viel Platz habe ich da auch noch, dass ich einfach die Schienenverbinder wegschieben kann und kann wieder ja, ganz normal die Weiche hochnehmen, einsetzen, die Schienenverbinder wieder dran, Weichenkabel angeschlossen, zack, paf, läuft die Geschichte wieder. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Also wie gesagt, ich habe die Kleberdinger weg, die Schwellen bin ich jetzt dran, noch die letzten restlichen Sachen am machen. Dann schotter ich weiter, ich werde jetzt weiter schottern, aber da gibt es kein Video und deswegen habe ich das Video jetzt auch schon mehr oder weniger vorm Schottern rausgebracht, weil das dauert ja dann doch noch was länger und ja, wer weiß, wann ich damit fertig werde und so lange wollte ich eigentlich nicht warten, bis ihr wieder was Neues von mir seht. Ja, ich mache jetzt hier erstmal weiter und dann denke ich mal, wird als nächstes ja, entweder das fertige Schottern oder noch was anderes kommen, vielleicht die Tag-Nacht-Leuchten. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wo ich die unter die Decke mache. Deswegen habe ich da auch noch nicht so wirklich mit angefangen. Aber ich habe mein Zeug zusammen, das habt ihr gesehen. Die grob angefangen habe ich auch schon. Die Kabelkanäle zur Decke liegen schon oder hängen schon. Ich weiß nicht, kann man die hinter mir sehen? Ne, sieht man natürlich nicht. Genau die andere Seite. Aber naja, gut, okay. Ja, liebe Freunde von CB Like Strains, das soll es mal wieder gewesen sein. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ihr wisst, wie es geht. Abonnieren kostet nichts und tut auch nicht weh. Und die Schwiegermutter findet das auch super klasse. Also, ne? Abonnieren ist total kostenlos. Wenn ihr zusätzlich noch das Klingelingchen anmacht, das Glöckchen anmacht, dann werdet ihr auch informiert, wenn ich ein neues Video rausbringe. Ja, und einen Kommentar mit Daumen nach oben, nach unten. Ja, wie gesagt, kann ich
sehr, sehr gut mitleben und finde toll, wenn ihr da eure Kommentare mal drunter schreibt. Beantwortet natürlich auch jeden Kommentar, das ist ganz klar, aber schreibt erstmal, dann antworte ich. Alles klar, meine Lieben, ich danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Sebi Likes Trains. Und ich freue mich über alle, die mir zugucken. Macht's gut, bis dahin, euer Sebi. Ciao, ciao.